Guten Morgen, ich habe mir schon eine Tasse Tee gemacht und ich trinke den Tee mit dem Strohhalm. Das ist sehr lecker. Ich nehme euch heute mit auf einen Tag mit mir. Ich habe gleich eine Deutschlektion. Ich unterrichte Deutsch an eine Schülerin, die sich auf die B1-Prüfung vorbereitet. Und ich unterrichte sie online. Das bedeutet, ich brauche nur meinen Laptop. Aber zuerst frühstücken wir. Los geht's! Meine Küche wird gerade renoviert, also kann ich momentan nicht so viel kochen. Aber ich bereite jetzt trotzdem ein einfaches Frühstück zu. Ich habe hier chinesisches Dim Sum und ich öffne jetzt die Verpackung mit einer Schere. Ich habe hier einen Reiskocher und ich gieße nun Wasser in den Reiskocher. Ich gieße das Wasser. Ich fülle das Wasser bis zur Hälfte. Ich nehme dieses Sieb und ich lege das Sieb in den Reiskocher. Dann kommen die Brote obendrauf. Ich sehe gerade, es gibt hier einen Fehler. Ich habe zwei verschiedene Versionen. Eine Version ohne Ei, das ist ohne Ei. Und eine Version sollte ein Ei haben. Man sieht hier das Ei, aber es gibt kein Ei. Ich muss zuerst den Stecker, das ist der Stecker, in die Steckdose stecken und diesen Schalter einschalten, damit das auch funktioniert, damit es Elektrizität gibt. Hier ist mein Reiskocher. Ich schließe den Deckel. Mein Reiskocher arbeitet jetzt, er dämpft die Brote und in der Zwischenzeit werde ich die restlichen Produkte wieder zurück in den Gefrierschrank legen. Ich öffne den Gefrierschrank und stelle die Lebensmittel hinein. Ich schließe das Gefrierfach und mache die Tür zu. Ich mache jetzt auch noch ein Sandwich für meinen Partner. Ich habe hier dieses Brot ohne Kruste. Es gibt keine Kruste. Ich öffne diese Dose Spam. Das ist Schinken. Ich steche eine Gabel in den Schinken, um ihn leichter herauszunehmen. Und ich schneide es mit einer Gabel und mit einem Messer. Ich schneide es in Scheiben. Das ist eine Scheibe. Ich drücke auf den Knopf, um die Herdplatte anzustellen. Und ich gieße das Öl in die Pfanne. Ich verteile das Öl. Und die Scheiben kommen rein. Ich brate den Schinken an. Anbraten bedeutet schnell intensiv braten für eine schöne Kruste. Der Schinken und das Ei sind fertig. Ich habe 2 Scheiben Brot aus meiner Verpackung genommen und ich schließe die Verpackung wieder. Ich drehe sie und ich benutze eine Klammer, um sie zu schließen. Jetzt ist sie luftdicht verschlossen. Das bedeutet, keine Luft kann hier reinkommen. Und das Brot bleibt frisch. Es bleibt länger frisch. Ich streiche den Frischkäse auf das Brot. Ich lege 2 Scheiben Käse drauf. Ich nehme das Fleisch aus der Pfanne
und ich lege es auf einen Teller. Ich nehme ein Tuch, um das überschüssige Fett abzutupfen. Ich lege die Scheiben auf das Brot und das Ei. Und zuletzt kommt ein bisschen Trüffelmayonnaise drauf. Ich nehme ein Essstäbchen und steche in das Brot, um zu schauen, ob es fertig gedämpft ist. Und ja, es ist weich in der Mitte, also alles ist fertig. Das ist meine Lieblings-Chili-Soße. Es gibt Erdnüsse und Tofu in der Chili-Soße. Und ich lege ein bisschen Chili-Soße auf den Teller. Das ist das fertige Frühstück von meinem Partner und ich bringe es ihm jetzt. Das ist mein Frühstück. Meine Lektion ist vorbei, sie ist gut gegangen, aber ich möchte diese Zeit nutzen, um euch ein paar wichtige Wörter rund um das Thema Laptop beizubringen. Das ist ein Mikrofon. Ich spreche in das Mikrofon. Das ist meine Maus. Sie ist gerade nicht angeschlossen. Sie ist nicht an meinem Laptop angeschlossen. Wenn der Laptop-Akku leer ist, dann muss man ihn mit einem Ladegerät aufladen. Mein Laptop lädt. Das ist der Bildschirm. Es gibt hier eine Webcam und ein Touchpad, das Touchpad. Das ist die Tastatur. Ich tippe auf der Tastatur. Das ist ein Ordner. Und ich habe hier alle meine Deutschmaterialien. Man kann einen neuen Ordner erstellen und man kann ihn umbenennen. Man kann dem Ordner einen Namen geben. Ich nenne ihn Beispielordner. Ich verschiebe den Ordner und ich lösche den Ordner. Ich leere den Papierkorb. Ich logge mich mit meinem Passwort oder mit meinem Fingerabdruck ein. Ich fahre den Computer herunter. Das bedeutet, dass ich den Computer ausschalte. Und ich fahre den Computer wieder hoch. Das bedeutet, dass ich den Laptop einschalte. Ich bin mit meiner Arbeit fertig und gehe jetzt in die Stadt. Ich gehe die Treppe runter. Ich werfe den Müllsack in die Mülltonne. Ich habe das Nationalmuseum von Schottland besucht. Es ist ein schönes Museum mit vielen ausgestopften Tieren. Das ist Dolly das Schaf. Sie war das erste geklonte Säugetier aus einer erwachsenen Zelle. Ich bin vom Stadtzentrum zurückgekommen und muss jetzt ein paar Dinge im Haushalt erledigen. Das ist mein Wäschekorb. Hier ist die dreckige Wäsche. Ich muss jetzt meine Wäsche waschen. Das ist die Waschmaschine hinter mir. Ich habe hier Waschmittel und Weichspüler. Weichspüler macht die Wäsche weicher. Ich lege die dreckige Wäsche in die Waschmaschine. Bevor ich die Hosen reinlege, kontrolliere ich, dass die Hosentaschen leer sind. Ich schaue, dass es nichts in den Hosentaschen gibt. Eigentlich sollte man dunkle Kleidung und helle Kleidung voneinander trennen. Man sollte sie nicht zusammen waschen, damit sich die helle Kleidung nicht verfärbt, damit sie nicht eine andere Farbe bekommt. Aber ich mache das wirklich fast nie. Ich habe dazu keine Lust. Ich wasche normalerweise alles zusammen.
Die Kleidung befindet sich jetzt in der Waschmaschine und ich schließe die Waschmaschinentür. Dann gebe ich das Waschpulver und den Weichspüler in diesen Behälter. Ich habe die Waschmaschine gestartet und jetzt warte ich eine Stunde. Der Staubsaugerroboter staubsaugt. Juhu, er macht einen tollen Job. Der Staubsauger ist fertig, also nehme ich jetzt den Boden nass auf. Das ist mein Eimer und das ist der Bodenreiniger. Ich brauche einen halben Deckel Bodenreiniger und das kommt in den Eimer. Ich fülle meinen Eimer mit Wasser. Das ist mein Wischmopp und das ist der Wischlappen. Ich presse den Wischlappen aus und ich befestige den Wischlappen an meinem Wischmopp. Ich wische den Boden. Man kann auch sagen, ich nehme den Boden feucht auf oder ich reinige den Boden. Eine Stunde ist vergangen, die Waschmaschine piept, die Wäsche ist fertig und ich nehme sie jetzt aus der Waschmaschine. Ich habe schon vor 2 Tagen meine Wäsche gewaschen. Diese Wäsche ist jetzt trocken und ich lege sie zusammen. Ich lege die Kleidung zusammen und ich lege sie aufeinander. Ich bilde einen Stapel. Das ist ein Stapel Kleidung. Ich lege die zusammengelegte Kleidung in den Kleiderschrank. Ich hänge die Wäsche auf. Ich hänge die Wäsche auf den Wäscheständer auf. Ich verteile sie gleichmäßig, damit sie gut trocknet. Das ist mein Kühlschrank. Mein Kühlschrank ist momentan fast leer. Es gibt nicht so viele Dinge. Es gibt nicht so viele Lebensmittel in meinem Kühlschrank. Es gibt ein paar Reste, ein bisschen Salat, ein paar Getränke, aber sonst wirklich nicht so viel im Moment. Weil mein Kühlschrank leer ist, habe ich online eine Lebensmittelbestellung gemacht. Das heißt, ich bekomme heute eine Lebensmittellieferung und ich habe online bestellt, weil die Lebensmittel schwer sind und ich kein Auto habe. Also das ist wirklich sehr praktisch für mich. Das bedeutet, jemand bringt mir die Lebensmittel und ich bin natürlich sehr dankbar dafür. Das ist mein Geldbeutel oder mein Portemonnaie. Weil ich so dankbar bin, dass mir die Lebensmittel geliefert werden, bereite ich Trinkgeld für den Lieferanten vor. Ich habe hier ein paar Münzen, die ich ihm gebe, wenn er mir die Lieferung bringt. Die Lebensmittellieferung ist gekommen. Machen wir einen kleinen Quiz. Kennt ihr die Namen von allen diesen Obst- und Gemüsesorten? Ich blende sie euch ein in 5, 4, 3, 2, 1. Der Kühlschrank ist jetzt wieder voll. Ich habe schon alle Lebensmittel eingeräumt. Einräumen bedeutet, dass man etwas an einen bestimmten Ort hinstellt. Das ist Einräumen. Es ist schon dunkel draußen und Zeit für das Abendessen. Guten Appetit! Das war's für heute. Ich entspanne mich jetzt und schaue ein bisschen fern.
Vielen Dank und bis bald.